Das neue Smartphone. Hey, ist das ein neues Handy? Ja, ich hab's mir gestern gekauft. Es sieht sehr edel aus. Welches Modell ist das? Das ist das neue Modell von Samsung. Es ist riesig. Wie ist die Kamera? Machst du viele Fotos? Die Kamera ist der Wahnsinn. Sie macht perfekte Nachtfotos. Darf ich es mal halten? Es ist sehr leicht. Ja, aber pass auf, es ist sehr glatt. Wie lange hält der Akku? Der Akku hält fast 2 Tage. Das ist super. Wow, mein Handy muss ich jeden Abend aufladen. Hat es auch Gesichtserkennung zum Entsperren? Ja, oder man benutzt den Fingerabdruck. Und wie viel Speicherplatz hat es? 256 Gigabyte. Das reicht für alle meine Videos. Das klingt nach einem tollen Gerät. War es teuer? Es war im Angebot, aber immer noch teuer genug. Qualität kostet eben. Viel Spaß damit. Danke, ich muss noch alle Apps installieren. Das dauert sicher lange. Viel Erfolg! Computerprobleme im Büro. Hilfe! Mein Computer macht komische Geräusche. Hallo, Frau Schmidt. Beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Der Bildschirm ist plötzlich blau geworden. Oh, ein Bluescreen. Das ist nicht gut. Und jetzt reagiert die Maus nicht mehr. Haben Sie Ihre Dateien gespeichert? Nein, ich habe gerade an einem wichtigen Bericht geschrieben. Okay, wir versuchen einen Neustart. Drücken Sie den Knopf. Den Einschaltknopf? Lange drücken? Ja, halten Sie ihn gedrückt, bis der PC aus ist. So, er ist aus. Soll ich ihn wieder anmachen? Warten Sie kurz. Jetzt wieder einschalten. Er fährt hoch, aber es dauert sehr lange. Das ist normal nach einem Absturz. Er prüft die Festplatte. Puh, da ist mein Desktop wieder. Ist die Datei noch da? Öffnen Sie Word. Meistens gibt es eine Sicherheitskopie. Ja, automatisch wiederhergestellt. Gott sei Dank. Glück gehabt. Speichern Sie bitte sofort ab. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Gerne. Rufen Sie an, wenn es wieder passiert. Kein WLAN zu Hause. Sag mal, geht bei dir das Internet? Warte, ich schau mal. Nein, mein Handy hat kein WLAN. Das ist nervig. Ich wollte gerade einen Film streamen. Vielleicht ist der Router ausgefallen? Ich gehe mal in den Flur und schaue nach.
Leuchten die Lampen am Router? Die Powerlampe leuchtet, aber online blinkt. Das bedeutet, er hat keine Verbindung. Ich ziehe mal den Stecker raus. Ja, ein Neustart hilft meistens. Warte 10 Sekunden. Eins, 2, 10. Ich stecke ihn wieder rein. Jetzt blinken alle Lichter. Er verbindet sich neu. Das dauert immer ewig. Ich hasse Technik. Sei geduldig. Ah, jetzt leuchtet alles grün. Probier mal dein Handy. Geht es wieder? Ja, ich habe wieder Empfang. WhatsApp geht. Super, dann kann der Filmabend beginnen. Hoffentlich bricht die Verbindung nicht wieder ab. Wenn doch, rufen wir morgen den Anbieter an. Gute Idee. Film ab. Laptop kaufen. Hallo, ich brauche einen neuen Laptop für die Uni. Hallo, gerne. Wofür nutzen Sie den Laptop hauptsächlich? Nur für Schreibprogramme, Internet und Netflix. Spielen Sie auch Computerspiele? Nein, gar nicht. Ich brauche keine teure Grafikkarte. Verstehe. Dann reicht ein einfaches Modell. Er sollte aber leicht sein. Ich trage ihn jeden Tag. Schauen Sie mal dieses Modell hier. Es wiegt nur 1 Kilo. Das ist schön leicht. Wie viel Speicher hat er? Er hat 512 GB SSD. Das ist sehr schnell. Und der Arbeitsspeicher? 8 oder 16 GB? 8 GB reichen für Office-Anwendungen völlig aus. Hat er auch eine Webcam für Zoom-Meetings? Ja, eine HD-Kamera ist oben im Rahmen integriert. Was kostet das gute Stück? Aktuell ist er im Angebot für 499 €. Das ist ein fairer Preis. Ist Windows schon installiert? Ja, Windows 11 ist vorinstalliert. Sie können sofort loslegen. Super, den nehme ich. Haben Sie auch eine Tasche? Ja, die Taschen sind dort drüben. Druckerprobleme. Sag mal, funktioniert der Drucker bei dir? Ich hab's nicht probiert. Was ist los? Er druckt meine Dokumente nicht. Er blinkt nur rot. Zeigt er eine Fehlermeldung am Display an?
Ja, da steht Papierstau in Fach 2. Ach, schon wieder. Das passiert dauernd. Ich habe das Fach aufgemacht, aber da ist kein Papier. Manchmal steckt das Papier hinten fest. Drehen mal um. Puh, der ist schwer. Okay, ich sehe ein Blatt. Zieh es vorsichtig raus. Nicht zerreißen. Hab's, ein ganz zerknittertes Blatt Papier. Super. Jetzt mach das Fach wieder zu. Er rattert wieder. Das klingt gut. Aber ist noch genug Toner drin? Das Display sagt, Toner fast leer. Wir müssen neuen Toner bestellen. Schreibst du eine Mail? Ja, mache ich. Aber erstmal drucke ich meinen Bericht. Hoffentlich ohne neuen Stau. Daumen drücken. Viel Glück! App funktioniert nicht. Kannst du mir helfen? Meine Banking-App geht nicht. Was passiert denn, wenn du sie öffnest? Sie stürzt sofort ab und schließt sich wieder. Hast du das neueste Update installiert? Ich glaube nicht. Muss ich das machen? Ja, alte Versionen funktionieren oft nicht mehr. Wo finde ich das Update? Im App Store? Genau, geh in den Store und such nach der App. Ah, hier steht Aktualisieren. Ich drücke mal drauf. Jetzt musst du warten, bis es heruntergeladen ist. Mein Internet ist heute auch sehr langsam. Hast du dein Passwort noch im Kopf? Ja, das weiß ich auswendig. Gut, nach dem Update musst du dich vielleicht neu einloggen. So, es ist fertig. Ich öffne die App. Und? Geht es jetzt? Ja, es lädt. Super, ich sehe meinen Kontostand. Siehst du? Updates sind wichtig. Danke für den Tipp. Immer gerne. Akku fast leer. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Ladekabel? Ein Ladekabel? Für welches Handy denn? Für ein iPhone. Mein Akku ist fast leer. Ich habe leider ein Android-Handy. Das passt nicht. Oh nein, ich habe nur noch 3%. Das ist schlecht. Brauchen Sie das Handy dringend? Ja, mein Zugticket ist auf dem Handy gespeichert. Verstehe. Schauen Sie mal da drüben im Café. Gibt es dort Steckdosen? Ja, und manchmal verleihen Sie auch Kabel. Das ist eine gute Idee. Ich frage dort mal. Haben Sie keine Powerbank dabei? Doch, aber die habe ich zu Hause vergessen. Das passiert mir auch oft. Viel Glück im Café.
Danke. Wenn das Handy ausgeht, habe ich ein Problem. Beeilen Sie sich lieber. Ich renne schon. Tschüss. Spam und Viren. Tim, ich habe eine komische E-Mail bekommen. Von wem ist die E-Mail? Angeblich von meiner Bank. Ich soll mein Passwort ändern. Klicke auf keinen Fall auf den Link. Warum nicht? Da steht, mein Konto ist gesperrt. Das ist Phishing. Betrüger wollen dein Passwort stehlen. Wirklich? Das sieht so echt aus, mit Logo und allem. Schau mal auf die Absenderadresse. Was steht da? Da steht info@bank-service-xyz.com. Siehst du? Deine Bank hat eine andere Adresse. Stimmt. Was soll ich jetzt machen? Lösche die E-Mail sofort und antworte nicht. Kann ich mir so einen Virus einfangen? Nur wenn du etwas herunterlädst oder anklickst. Ich habe nichts angeklickt, zum Glück. Dein Virenscanner ist doch aktiv, oder? Ich glaube schon. Das Symbol ist grün. Dann ist alles gut. Sei vorsichtig im Internet. Danke, Tim. Diese Hacker machen mir Angst. Keine Sorge, ich helfe dir ja.